Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Morgen ist es dann soweit. Der EU15 Server startet um 16 Uhr. Wir sind ab circa roundabout 14, 15 Uhr bereits live. Der Chris stößt dann später dazu. Es kam auch heute nochmal eine Nachricht hier rein in SF Game. Und ja, ich habe mich entschieden, ich wusste noch nicht ganz genau, welche Klasse ich spielen sollte. Es wird höchstwahrscheinlich der Druide werden, den wir uns auf dem Server erstellen werden. Einfach mal um zu testen, wie so der neue Druide so abgeht. Vielleicht ist er jetzt auch komplett OP, man weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall das Ganze mal ausprobieren, auch wenn ich nicht wirklich so Berührungspunkte habe mit der Klasse. Also ich kann jetzt nicht vergleichen, wie es vorher-nachher so gewesen ist. Ne? Trotzdem werden wir mal den neuen Druiden mal anfassen und ja, mal ausprobieren. Hier wurde auch tatsächlich schon das erste Mal, ist das glaube ich, die Meldung reingebracht, dass mit über 20.000 Spielern auf EU15 wir die Chance haben, da an den Start zu gehen. Das heißt ja für mich, dass sich bereits schon mehr als 20.000 Spieler auf dem Server vorab registriert haben. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, bevor der Server gelauncht wird, die Woche davor, ja, euch einen Account schon auf dem Server zu erstellen. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Und da müssen ja tatsächlich schon 20.000 Leute auf dem Server gelauncht sein. Das ist relativ viel tatsächlich, aber das ist auch das, was ich schon angesprochen hatte ja, in meinem Discord-Server. Da herrscht auch schon wirklich ja, viel Aktivität, was so die ja, Gilden- und Spielersuche angeht, und da connecten sich viele, und das war zum Beispiel auf EU14 nicht so der Fall. EU15 jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen krasser unterwegs. Wenn wir uns den letzten Server anschauen, auf EU14, dann haben wir hier jetzt knapp 90.000. Ja, das ist so auch ungefähr der Schnitt, würde ich mal sagen, wie so ja, der Server zum letzten Server an registrierten Spielern so drauf hat. Wenn wir jetzt auf EU13 gehen, der ja nochmal ein bisschen älter ist, haben wir 98.000, also der ist nochmal ein bisschen älter. Dann nachher so stagniert es nachher immer so ein bisschen. Ja, wenn wir jetzt mal Amerika, den ersten amerikanischen Server vergleichen, da brauchen wir keinen Vergleich ziehen, aber da haben wir jetzt nur mal zum Gucken 7.600 Spieler drauf, das ist jetzt wirklich nicht viel. Ja? Und genau, jetzt werden wir uns mal den neuen Account erstellen. Wir haben ja hier auch ja, den Druiden jetzt hier am Start mit dem neuen Profilbild hier, beziehungsweise mit dem neuen, ja, mit der neuen Überarbeitung, optisch auf jeden Fall. Der Dämonenjäger ist ja hier auch optisch am Start. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die ja, registrierten Accounts aussehen werden. Wir können ja im SF-Shop, können wir ja bei Statistiken gucken, wie viel auf dem Server sich registriert haben und welche prozentuale Anteil dort halt eben die Klasse hat. Und da bin ich auf EU15 sehr, 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 sehr gespannt. Ne, für die Leute, die eventuell nicht wissen, was ich meine, wenn wir jetzt mal auf EU14 gucken, dann können wir mal ganz kurz vergleichen, bevor wir morgen auf EU15 schauen, wie dort die Klassen so abschneiden. Ja, dazu filtern wir einmal den europäischen Server, nehmen hier die 14. Oh, wir können bereits schon auf der 15 gucken, habe ich gerade gesehen. Das machen wir gleich mal. Und nee, dann machen wir Klassen, Analyse, das ist jetzt EU14. Ja. Und hier haben wir den Nekromant und der Bade und Druide hier ganz, ganz hinten mit eingereiht. Hier, das ist der Balken vom Druiden. Also wirklich unter 5% ist echt nicht sehr viel. Und der Dämonenjäger ist jetzt bei 10%. Das ist hier der ja, hell-lilane Balken. Noch hinter Magier tatsächlich. Finde ich krass, aber auf jeden Fall Dämonenjäger, ich habe das Gefühl, der wird morgen auf EU15 komplett untergehen. Wir können aber tatsächlich jetzt mal den EU15-Server schon tatsächlich auswählen, und da bin ich jetzt mal gespannt. Da haben wir tatsächlich jetzt hier schon eine Rangliste. Allerdings können wir ja nicht wirklich hier großartig ja, irgendwas nachgucken. Das sind hier alles schon vorab registrierte Accounts. Man kann nicht von unten filtern. Hauptattribut, ja, das sind halt eben die Sachen, ne, die man sich vorher schon, ja, Level werden alle Level 1 sein. Aber wir können hier tatsächlich jetzt schon mal gucken, wenn wir hier auf die Analysen gehen. Können wir tatsächlich jetzt schon auf EU15, das wusste ich gar nicht, das Ganze mal
testen. Ne? Also wir haben hier schon, also wir können zwar jetzt nicht gucken, ob hier wirklich schon 20k Spieler drauf sind, allerdings, wenn Playa das schreibt, dass hier, ne, dass das hier der Fall ist, dann gehe ich mal von aus, dass es auch so ist. Das werden wir morgen dann spätestens rausfinden, ja. Und hier haben wir auch wieder ähnlich wie beim letzten Server auf EU14 Nekromant vorne, Berserker vorne, bisschen mehr diesmal, Magier, auch von der Aufteilung her identisch wie EU14 und dann der Dämonenjäger. Ein paar Prozente mehr als auf EU14, allerdings halt, glaube ich, auch dort auf Platz 4 gewesen. Und der Druide ist jetzt ein bisschen gestiegen. Ich glaube, es ist halt eben auch ein allgemeines Problem, dass der Druide an sich eventuell eine Klasse ist, die für viele Leute nicht so interessant ist. Es ist das gleiche wie mit den Barden. Ich denke mal, viele werden jetzt auch auf dem Server hier den Druiden genommen haben, einfach nur mal um zu testen, so wie ich das jetzt halt zum Anlass genommen habe. Generell wird, glaube ich, beim nächsten Serverstart, falls der Druide jetzt nicht komplett broken ist, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder ein bisschen an prozentualen Picks halt eben abnehmen. Aber nach wie vor ist der Bade, ja, immer noch auf dem allerletzten Platz hier. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Sehr interessant, dass wir jetzt hier schon tatsächlich hier so ein bisschen auf die Klassenauswahl auf dem Server reinschauen können, bevor der Server überhaupt draußen ist. Das sind hier schon die registrierten Accounts auf EU15. Ja? Jetzt werden wir uns selbst mal einen Account erstellen auf EU15 und nehmen jetzt hier mal den Druiden. So, und hier, da nehmen wir einmal die Welt 15. Ja, startet hier einen Tag. So, und ich glaube, wenn ich jetzt hier meinen Namen nehmen sollte, dann wird mein Account, glaube ich, schon direkt gut geschrieben. Beziehungsweise sollte der direkt gewitelistet sein. Der Name ist hier auch so noch verfügbar, beziehungsweise steht er halt eben auf einer Whitelist sozusagen, sodass mir der nicht weggepickt werden kann. Das ist eine sehr coole Sache. Und das war früher zum Beispiel immer ein Problem gewesen. Dann haben sich andere Leute als Storze ausgegeben und haben da manchmal Schabernack betrieben, was nicht ganz so cool gewesen ist. Und seitdem es jetzt diesen SF-Account gibt, ja, kann man das wohl eben schon so machen, dass halt eben die Namen von den Creatoren vorab schon geschützt sind auf dem Server. Und das schützt natürlich auch die Creator an sich, damit man halt eben mit dem Namen nicht irgendwie Scheiße bauen kann. So. Ja, deswegen, Pilze habt ihr ja gesehen, ganz transparent, wurden mir auch gut geschrieben gleich. Ne? Das Anfangspaket ist auch schon direkt aufgeladen, also deswegen habe ich hier auch die 1000 Gold als Beispiel. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das morgen wird. Also wir gehen mit den, mit den Druiden am Start hier auf dem Server. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, welche Klasse ihr spielt, beziehungsweise wollt ihr auf EU15 langfristig spielen oder doch dann, also hier ist das noch nicht ganz aktualisiert, oder doch eher dann vielleicht ein bisschen kurzfristiger. Also wenn jetzt, ich kann nur sagen, wenn jetzt schon 20k drauf registriert sind, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass der Server schon mal irgendwo in einer gewissen Art und Weise im Hype ist. Es ist halt auch wieder ein Server, wo ein paar Content Creator vorab drauf sind, wo man mit seiner Community für die Bilder stimmen kann und so weiter und so fort. Ne? Also es wird wieder ein bisschen beworben, der Server. Es ist halt eben eine glatte Zahl, das ist sowieso immer sehr interessant für viele Spieler. Ne? Ich denke mal, der nächstgrößere Server wird dann halt nachher erst EU20 werden. Die Server dazwischen werden jetzt wahrscheinlich nicht wirklich so von Bewandtnis sein. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche kranken Events auf den Servern stattfinden werden. Ich denke, das wird erst wieder mit EU20 der Fall sein, dass man vielleicht dort halt eben, ja, sowas wie auf EU10 zum Beispiel, so ein Avatar-Race hat, dass jede Klasse dort halt eben ein Profilbild vielleicht gewinnen kann. Ne? Man weiß es nicht. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall der erste Eindruck. Der Nekromant ist wieder ganz vorne. Es ist wirklich eine Klasse, die ich jetzt schon über den letzten Servern beobachtet habe, die extrem stark an Beliebtheit innerhalb der Community gewonnen hat. Und jetzt, wenn bald der Paladin rauskommt, bin ich auch extrem gespannt, weil der Paladin ja auch innerhalb der Community wirklich eine sehr beliebte Klasse gewesen ist. Bei mir zwar auf YouTube in der Umstimmung, haben zwar mehr für den Elemental Knight gewotet, aber halt auch nicht sehr viele. Und ich habe halt eben auch geglaubt, dass wahrscheinlich es viele da draußen geben wird,
die den Paladin halt eben aus anderen Games kennen und der Paladin an sich eine so große Fangemeinde hat, dass der in der großen Umstimmung, beziehungsweise in der großen Umfrage, jetzt nicht auf meiner kleinen Umfrage auf YouTube, wahrscheinlich mehr gewotet wird von vielen Leuten, die halt eben ja in-game die Nachricht bekommen haben, dass man da voten kann und dementsprechend der Paladin weiter vorne ist. Wir haben leider keine Prozentzahlen bekommen, wie wir das beim Nekromant gegen den Gestaltenwandler beziehungsweise den Trickster und den Gift-Doktor, den Poison-Doktor da bekommen haben. Dort haben wir zumindest eine prozentuale Aufteilung bekommen, wie knapp das gewesen ist. Das haben wir jetzt beim Paladin gegen den Elemental Knight, gegen den soliden Salvador. Ja, keine Ahnung, ich kann den nicht aussprechen. Ne? Da haben wir leider keine prozentuale Angabe bekommen. Das hätte ich mir sehr gerne gewünscht. Da haben wir halt wirklich nur als einzige Quelle unsere YouTube-Umfrage, aber das ist halt eben nur von meiner Community auf YouTube. Ich meine, das ist zwar auch schon eine gewisse Aussagekraft, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Verhältnis zu dem, was halt eben bei der offiziellen Umstimmung bzw. Umfrage rumging, als das Ganze hier in-game gepostet worden ist. Ne? Da sind ja deutlich mehr Leute, die da Zugriff drauf haben. Dann, ne? Ja, Freunde, auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus und ich bin sehr gespannt auf morgen. Wie gesagt, schaltet sehr gerne auf Twitch ein. Da sind wir den ganzen Tag, den ganzen Abend live von 14, 15 Uhr bis wahrscheinlich spät in die Nacht, bis 3, 4, 5, 6 wird das bestimmt wieder werden, keine Ahnung. Wir haben Pilzcodes am Start, 10 Stück, die wir live im Stream jede Stunde verlosen und raushauen. Deswegen, falls ihr das nicht verpassen wollt, sehr viel Content geplant, EU15 Serverstart. Dann eine dicke Koch-Stream-Session mit dem Chris zusammen, mit dem Ignil, der wieder was Wunderbares zaubert und dann switchen wir immer so hin und her. Freue ich mich sehr drauf und ich freue mich sehr, dass das Ganze jetzt auch geklappt hat, weil beim letzten Mal bin ich ja krank geworden und das Ganze ist jetzt schon extrem, extrem lange her, dass wir das mal wieder gemacht haben. Und Freunde, würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen sehen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.